Und ich habe mich gedreht, dann habe ich gesehen, da kamen so viele Soldaten. Da habe ich realisiert, dass du traumatisiert war von dieser ganzen Geschichte. Ich bin Carisi Coco oder auch Coco genannt oder als Künstlerin Coconel und ich bin 29 Jahre alt. Ich komme aus dem Kongo und das ist auch eines der Dinge, die mich in meinem Leben sehr bewegt. Ich bin Brigitte, bin 56 Jahre alt, wohne seit 20 Jahren in Deutschland und bin Altenpflegerin. Beschreibe dich doch mal selbst in 3 Worten. Ich bin eine schwarze Frau, ich bin Mutter von 4 Kindern und ich bin ich. Wie würdest du dich in 3 Worten beschreiben? Kongolese, Künstlerin und als Lernende. Ich würde gerne wissen, wie ich dich zum Lachen bringe. Wenn du deine ganz lustige Seite rausfährst, zu Hause irgendwie rumspringst, rumlachst, rumsingst und irgendein Slang benutzt, das die Jugend gerade benutzt und ich mich frage, woher hast du das aufgeschnappt? So viel TikTok geschaut. Wie bringe ich dich denn zum Lachen? Du bist vom Natur her lustig, seit Kindheit bis heute. Und wenn du zu Hause bist, ja, merkt jeder, dass du da bist und wir lachen gerne. Wie hast du dir dein Leben als Kind vorgestellt? Als Mutter habe ich mich vorgestellt, das habe ich geschafft. Ich wollte auch gerne Tennisspielerin werden, ich wollte Rechtsanwältin werden. Warum bist du nach Deutschland gekommen? In Kongo, es gab nicht die Möglichkeit, seinen Wunsch oder sein Ziel zu erreichen, weil Geld war eng, wir haben nicht alles gehabt. Alles Studenten, ich und dein Vater, haben wir immer nach der Sucht einen Ort, wo wir unser Ziel erreichen könnten. Es hat nicht geklappt damals, da ist ein großer Bruder in die Welt gekommen. Leider hat er nur einen Tag gelebt. Das ist die 4. Frage, Mama. Magst du Lollipops? Danach bist du nach 2 Jahren in die Welt gekommen und dein Vater hat es geschafft, durch seinen Vater ein Visum nach Deutschland zu bekommen und durch Familiennachzug hier in Deutschland hat er uns geholt. Bist du glücklich hier in Deutschland, dass du hergekommen bist? Ich bin glücklich, weil wir haben unser Ziel erreicht. Nicht so ganz, aber das ist schon, was wir wollten, dass unsere Kinder eine gute Schule haben und gute Bildung. Also es war sehr viel auch für deine Kinder eigentlich hierher zu kommen für eine bessere Zukunft. Wir mussten nicht unbedingt woanders gehen, wenn alles gut in Kongo. Danke. Auch für die Tränen. An was erinnerst du noch von unserer Reise von Kongo nach Deutschland? Ich kann mich an mein cooles Outfit erinnern mit meinen coolen lilanen Haaren, die du mir gemacht hast. Ich kann mich an die Emotionen der ganzen Familie erinnern. Es war für alle was Großes. Alle sind irgendwie zusammengekommen an dem Tag. Und als wir hergekommen sind, war es sehr kalt. Es war sehr viel Schnee. Ich habe noch nie so viel Schnee gesehen und an die Kälte kann ich mich erinnern. Und an meinen Händen war diese Kälte und seitdem mag ich die Kälte auch nicht. Wie war das, diese Zeit als Frau mit einem Baby in der Hand durch diese ganze Kriegssituation durchzulaufen und auch überlebt zu haben? Du warst damals 3 Jahre alt. Das war 98 vor diesem Krieg in Brazzaville. Damals hatte ich immer eine Spardose. Jedes Mal, wenn ich 2 € habe ich immer gespart. Ich hatte nur diese Münze. Und an dem Tag, wo der Krieg angefangen hat, wir waren alle gesperrt in Kongo-Botschaft und ich wusste nicht, wie gehe ich raus. Da draußen war Chaos. Es gab viele Tote über die Straße lang. Da habe ich gemeint, oh je, wir sind einfach verlassen und wir haben keine Chance mehr. Aber ich hatte meine Gebete, mein Gott, ich habe nur gesagt, Gott, ich habe bis jetzt Angst, ich kann nicht gehen, ich kann nicht rausgehen. Bis du sagst, jetzt kannst du raus, dann weiß ich, dass ich
geschützt bin. Meine Innere hat gesagt, Brigitte, es ist jetzt der Zeit, du musst jetzt raus. Aus der Botschaft raus. Da habe ich meine kleine Koffer, meine kleine Trolley, was ich hatte, mit meiner Münze drin. Ich habe dich genommen, ich habe einfach, zack, ich bin raus. Unter die ganze Schießerei draußen, Polizei hier und hier auf dem Boden, Tote, Soldaten und alles. Ich habe dein Gesicht einfach versteckt, damit du die Leiche auf die Straße nicht siehst. Und wir sind gerannt, irgendwann habe ich einfach gehört. Dann bin ich stehen geblieben, ich wollte glotzen, die Soldaten haben mir gesagt, du sollst nicht so schauen, wenn du so schaust, wir werden denken, du bist unser Gegner. Wir können auf dich schießen. Geh einfach, nicht versuchen zu schauen und lauf einfach, damit wir merken, dass du keine Soldaten bist. Und die haben gesagt, das schaffst du nicht heute. Es gab ein Haus daneben, die haben gesagt, ja, geh rein schneller. Ich bin da rein, es gab eine Frau. Sie hat uns genommen, sie hat gesagt, ihr könnt hier schlafen. Am nächsten Tag sind wir wieder weiter. Wir sind bis dahin gekommen und die wollten mehr Geld. Ich habe gesagt, Die Soldaten, ja, damit du durchkommst. genau. Die haben gesagt, du sollst mehr Geld geben. Ich habe gesagt, ich habe nur diese Münze. Und mehr habe ich nicht. Und die haben akzeptiert und wir hatten diese Kanonen genommen. Die Kanonen, genau. In der Mitte waren wir hängen geblieben. Und ich hatte keine Ahnung von alles, was passiert. Ich habe nichts gemerkt. Aber die Leute in Kongo-Kinshasa-Seite haben gesehen, dass wir hängen geblieben. In dem Strudel? Genau. Die haben ein Rettungsboot geschickt und die haben uns rausgeholt von diesem Strudel. Danach sind wir in Kongo. Ich habe nicht realisiert, wie gefährlich das sein könnte, weil ich hatte Vertrauen. Wir wären vielleicht gestorben, aber mit meinem Vertrauen, mein Gott, haben wir das geschafft. So war das. Mein Kind, du warst echt traumatisiert. Bei uns, wir haben keine Ahnung von Therapie, trotz habe ich deine Augen versteckt, aber du hast alles mitbekommen. Einmal waren wir einkaufen, du bist einfach weggerannt und ich habe mich gedreht, dann habe ich gesehen, da kamen so viele Soldaten. Da habe ich realisiert, dass du traumatisiert warst von dieser ganzen Geschichte. Warum möchtest du irgendwann in den Kongo zurück? Ich würde gerne in Kongo zurück, weil ich hatte Ziele damals in Kongo. Wir hatten damals sogar mit deinem Vater einen Hausplan gehabt. Das habe ich bis heute. Du warst noch nicht geboren. Wir haben uns vorgestellt, wie wird unser Haus sein. Wir haben sogar einen Plan, einen richtigen Plan mit Kindern und großes Haus mit Zimmer. Alles haben wir zusammen gemacht. Das hatten wir vor zu bauen, wenn wir noch zusammen in Kongo wären irgendwann. Wenn ich meine Ziele erreiche und das zu genießen, und das wäre sehr schön. Konntest du jetzt dich vorstellen, wieder in Kongo zu leben? Ich glaube ja und nein. Ich habe das Gefühl, dass ich auch ein bisschen Angst davor habe, weil ich mir denke, ich habe hier so ein super privilegiertes Leben. Aber dadurch, dass du mir durch deine Arbeit auch wieder gespiegelt hast, wie schwierig es sein kann, als ältere schwarze Person hier in Deutschland zu leben, kann ich es mir immer mehr vorstellen, je mehr ich auch älter werde. Was können die westlichen Leute von Kongo lernen? Vor allem mit weniger trotzdem sehr viel zu schaffen, trotzdem viel zu machen. Ich habe das Gefühl, die Möglichkeiten, die es im Kongo gibt, sind definitiv anders ausgestellt oder aufgelegt als die wir hier in der westlichen Welt oder auch in Europa haben. Vor allem aber sehe ich trotzdem, wie sich die Menschen dort organisieren, sehe ich trotzdem, wie die Menschen da sehr viel Willensstärke in diesen ganzen Kämpfe führen. Trotz dieser riesengroßen Gefahr, überhaupt die Meinung offen zu äußern und zu sagen, was nicht gut ist, dass Menschen sich damit
in Gefahr begeben, eigentlich ihr Leben zu verlieren, während wir hier aber in Deutschland für sehr viele Sachen, die wir kritisieren wollen, sehr viele Menschen gar nicht reden, obwohl sie diese Freiheit haben, wirklich zu tun und zu handeln. Und sehr viele Menschen sie nicht ergreifen. Hast du schon mal mit mir angegeben? Ich bin sehr stolz, dich zu haben und ich werde das immer wieder und seit Kind bis jetzt. Ich habe mich schon angegeben, weil du bist mein erstes Kind, war mein Verlust. Da habe ich 2 Jahre gewartet, bis ich dich gekommen, dass ich schwanger bin, dass ich ein Baby bekomme und seitdem bis heute, es geht weiter. Es war ein langer Weg, ein schwieriges Weg. Bist du jetzt geworden, was du bist? Kann jeder Mutter oder jeder Eltern Angeber sein oder stolz sein? Würdest du denken, dass Therapie jetzt vielleicht ein Thema ist, das für dich offener wäre zu empfangen? Ich hätte dich das machen können. Dich? Um mich brauche ich nicht, weil die ganzen Themen sind erledigt. Ich kann damit umgehen. Die ganze Geschichte, die ganze Vergangenheit, es stört mich nicht. Eine Therapie hätte ich nicht benutzen. Wir werden darüber reden, weil es ist ein Klick in meinem Kopf. Es ist jetzt gekommen. Ich habe diese Antwort immer, du hast so darüber geredet, über Aktivität, was du und alles. Was ich mache? Das konnte der Grund sein. Jetzt habe ich gecheckt, dass du vielleicht etwas brauchst. Ja, das ist wichtig. Ich habe noch nie an diese Therapie gedacht, wo sie weggerannt ist. Das heißt, sie hat einen Schock gekriegt von diesem Krieg und die ganze Tote. Du auch, Mama. Ich du nicht. Auch, Mama. Nee. Ein Mensch, der sehr viele tote Menschen sieht. Nee, ich nicht. See, this is the case of black people not wanting to do therapy. Das ist der Case. Aber wir reden immer darüber, auch über Therapie. Ja, das ist wichtig. Was ist dein Dance Move? Show me. Gungango yango yo yango yo. Falli. Yo. Ja, komm mal. Du möchtest deiner Mama auch die Fragen stellen, die du dich nie getraut hast zu stellen? Dann lad jetzt kostenlos unsere Fragen runter. Den Link findest du in der Beschreibung.